Moin Leute und willkommen zum ultimativen PvP-Guide für Patch 11.1 Season 2. Heute gibt es 3 essentielle Tipps, mit denen du im PvP wirklich besser wirst. Mal ehrlich, was ist nerviger als der Start in eine neue Season? Genau, die nächste nutzlose Tierlist, die dir erzählt, dass deine Klasse entweder absoluter Müll oder super OP ist, nur damit sich das Ganze nach einer Woche wieder komplett ändert. Diese Listen werden öfter rausgehauen, als ein Enhancer-Schamane seine Tasten spammt. Aber kommen wir zum Wesentlichen. Hier sind 3 echte Gamechanger, die dein Gameplay verbessern, ohne Meta-Schwachsinn. Tipp Nummer 1. Interface. Weniger Chaos, mehr Fokus. Es kann extrem frustrierend sein, wenn ihr im Kampf den Überblick verliert. Und mal ehrlich, wenn euer UI mehr Elemente hat als ein Raidleiter im mythisch Nerub A, selbst schuld. Sowas hat im PvP nichts verloren. Dasselbe gilt für Weak-Auren. Es gibt nützliche, aber übertreibt es nicht. Weniger Chaos, mehr Fokus ist hier die Devise. Aber keine Sorge, es gibt auch nützliche Add-ons, die helfen. Bartender oder Dominos sind perfekt, um eure Leisten aufzuräumen. Ihr könnt die Größen anpassen, um mehr Platz für Wesentliches zu schaffen. Ein weiteres cooles Add-on ist Hekeli, ein Rotation Helper. Dieses Add-on hilft euch, die perfekte Rotation zu fahren, um euren Damage Output zu optimieren oder einen Klassenwechsel zu erleichtern. Es funktioniert sowohl im Single- als auch im AoE-Target-Bereich. Stellt es auf automatisch und probiert es einfach aus. Tipp Nummer 2. Makros. Weniger Klick, mehr Kick. Und nein, ich rede nicht von irgendwelchen One-Shot-Makros à la Swifty oder meiner Wenigkeit. Es geht um Fokus- und Mouse-Over-Makros. Diese Makros machen eure Abläufe kürzer und euer Gameplay schneller. Kein manuelles Target wechseln, keine zusätzlichen Tasten drücken. Ein Beispiel: Mein Makro kann einen schädlichen Spell wirken, aber wenn ihr mit der Maus über ein freundliches Ziel hovert, wird dieser automatisch unterstützend, ohne dass ihr das Ziel wechselt oder eine andere Taste drücken müsst. Für alle, die das Makro testen möchten, habe ich es natürlich verlinkt. Tipp Nummer 3. Positioning. Der Healer, dein Freund. Was ich damit meine: Viele Games sind schon entschieden, bevor sie überhaupt gestartet sind. Warum? Schlechtes Positioning. Oft rennt der DPS los, während der Healer noch am Start steht und stirbt, weil er keine Heilung bekommt. Wer ist schuld? Beide sollten ihre Aufgabe kennen. Der Heiler sollte immer so positioniert sein, dass er geschützt steht und weniger CC oder Schaden abbekommt. Es muss eine klare Linie zwischen Heiler und DPS bestehen. Pillar oder Wände? Zwischen beiden? Suboptimal. Vermeiden. Besser, lasst den Gegner kommen oder zieht ihn dorthin, wo ihr ihn haben wollt. So muss der gegnerische Heiler nachrücken und wird dadurch selbst anfällig für Schaden oder CC-Effekte. Wenn ihr das in jeder Arena anwenden könnt, seid ihr schon ein großes Stück weiter. Denn diese Regelung trifft auch im Zweier, sowohl im Dreier als auch im Solo-Shuffle zu. Wenn ihr das einfach beherzigt, werdet ihr automatisch besser im PvP. Vertraut mir. Tipp Nummer 4. Tierlist. Kleiner Spaß. Spielt, was ihr wollt. Jetzt mal Real Talk. Jeder will die neue Meta spielen und scheitert, weil er seine Klasse nicht beherrscht. Schaut euch Big Max an. Er spielt Survival Hunter, eine Klasse, die nie S-Tier ist. Und trotzdem spielt er jede Season ganz oben. Wie geht das? Ganz einfach. Er hat seine Klasse gemeistert. Es geht nicht darum, was auf Platz 1 einer Tierlist steht, sondern darum, was du wirklich beherrschst. Und kleiner Fun-Fact: Er belegt nicht nur einen Platz, er belegt die ersten 4. Also das sind alles seine Twinks. Das zeigt, wie krass gut der einfach seine Klasse beherrscht. Und genau darum geht's heute: Wie du dein Gameplay so optimierst, dass du mit deiner Klasse besser wirst, egal was gerade Meta ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt's mal in die Kommentare, für welche Klasse ihr euch entschieden habt. Und lasst mir ein Like oder Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Bis dahin, ciao, haut rein. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no